Wir wollten euch 10 Dinge zeigen, die wir sehr praktisch finden. Für das Leben im Bus. Wir wohnen jetzt seit über einem Jahr im Bus. Unsere jüngste Anschaffung ist unser Wasserfilter, der mit jeder Art von Wasser funktioniert, also auch mit Flusswasser und mit sehr schmutzigem Wasser. Und der soll wohl von den Poren so klein sein, dass er selbst Viren, Bakterien, Schwebstoffe, alles rausfiltert. Und dadurch, dass er einen kleinen Teil immer wieder im Kreis zurückkommt, reinigt sich der Filter immer von automatisch und angeblich sollen bis zu 10.000 Liter damit zu reinigen sein. Und falls das Wasser mal nicht so gut schmeckt, haben wir einen Aktivkohlefilter dazu geholt. Den kann man dann einfach hier unten ranstöpseln und dann schmeckt das Ganze ein bisschen besser. Wo wir schon beim Thema Wasser sind, kommt als nächstes so ein Energiespartopf, den wir dabei haben. Der hat unten so eine Kühlrippen dran und dadurch verbrauchen wir deutlich weniger Gas und es geht viel schneller zu kochen. Und den Deckel finden wir total praktisch, weil der hier einfach so ein paar Löcher drin hat. Da kann man dann super Nudeln mit abgießen und dann fällt nicht immer die Hälfte daneben. Eine Eisenpfanne, das ist eine ganz normale Eisenpfanne. Die haben wir in 2 gesägt und haben dann eine Schraube da reingemacht, dass sie in unsere Schränke reinpassen. Jetzt müssen wir die immer mit einer Schraube einmal festmachen. Und es ist halt super praktisch, weil man da auch gut drin toasten kann. Und man kann mal mit einem Edelstahllöffel reingehen und man muss sich keine Sorgen machen, weil gerade beim Gasherd geht die Beschichtung dann vielleicht doch mal schnell kaputt, wenn das mal ein bisschen zu heiß wird. Und man kann fettlos braten. Man muss sie nicht abwaschen. Das ist jetzt unsere Gasflasche. Wir haben uns eine Gasflasche ausgesucht, die 1 Kilogramm fasst und die selbst zu befüllen ist, dadurch, dass sie hier ein Peilventil hat, was bei 80% eingebaut ist. Und außerdem ist da noch ein Sicherheitsventil drin. Und man hat einen Adapter oben drauf für die ganz normalen Dish- und alle sonstigen Gastankstellenadapter. Deswegen haben wir jetzt einfach, wenn wir das Auto tanken, auch gleich die Flasche mit voll tanken, was wir ungefähr so alle 2 Wochen machen müssen. Da wir ziemlich viel am Laptop arbeiten, haben wir uns überlegt, wie kann man den jetzt am besten laden. Und wir haben uns für einen DC-DC-Konverter entschieden. Und das Teil hier wird einfach an den Sicherungskasten angeschlossen mit dem Ende. Und dann wird hier von 12 Volt auf 19 Volt umgewandelt. Und dann kommt hier 19 Volt raus und geht dann hier zum Laptop. Wir haben das jetzt alles selbst zusammengelötet. Wir hatten vorher ein fertiges Produkt, aber das war halt mit einem Kunststoffgehäuse und der hier hat halt ein komplett wasserdichtes und staubdichtes Alugehäuse und der verliert halt viel besser die Wärme. Deswegen wird er auch überhaupt nicht warm im Gegensatz zum alten, der uns durchgebrannt ist. Da wir häufig ein bisschen abgelegen sind und gerade wenn wir da dann Videos hochladen oder sonstiges, hatten wir immer ein großes Problem mit dem Internet. Und deswegen haben wir uns jetzt so einen kleinen mobilen Hotspot gekauft, wo wir einfach eine lokale SIM-Karte reintun. Das Teil an sich ist schon sehr empfindlich, aber der hat unten noch 2 Stecker dran und dazu haben wir uns noch eine externe Antenne geholt. Und die können wir uns jetzt einfach vorne in die Windschutzscheibe reintun und damit hatten wir bis jetzt noch überall Empfang. Also damit ist der Empfang deutlich, deutlich besser. Wir haben halt sonst immer alle möglichen Experimente gemacht, haben unsere Handys irgendwo aufgehängt, dann sind sie mega heiß geworden und das hat halt irgendwie einfach, das hat halt alles nicht so wirklich funktioniert. Worauf man aber achten sollte, wenn man sich so ein Ding holt, dass man bei seinen Handys und beim Laptop das immer als getaktete Verbindung einstellt, weil sonst die Daten sehr schnell weg sind. Da wir unsere Handys zur Navigation benutzen, haben wir uns ein bisschen Gedanken über Handyhalterung gemacht und wir haben jetzt so eine Magnethalterung gefunden, die wir ziemlich perfekt finden. Das haben wir vorne auf dem Armaturenbrett drauf. Hier ist so ein Kleber und dann kommt das Handy hier einfach so ran und dann hält das halt überall. Ich war am Anfang sehr dagegen, aber dann habe ich das Steffen doch zum Geburtstag geschenkt und zwar eine externe Musikbox. Ich habe halt gedacht, dass wir das auf der Reise nicht brauchen. Wir können einfach das Autoradio benutzen und so weiter. Aber das Autoradio verbraucht ziemlich viel Strom und man muss auch immer ins Auto reinkrabbeln und irgendwie ist das auch alles immer nervig. Und jetzt sind wir total begeistert, dass wir so eine Box dabei haben. Der Akku hält ziemlich lange, es verbraucht viel weniger Strom, es ist viel praktischer. Battery 100%. Connected to Synchro Travels. Wir benutzen jetzt seit einiger Zeit einen YouTube-Beutel. Das haben wir vorher nicht gemacht, weil wir es nicht wussten. Und da packen wir jetzt immer Obst und Gemüse rein. Und dann verschimmelt das nicht so schnell, sondern verschrumpelt eher.
Und das finden wir total toll. Also ich zumindest. Steffen findet das irgendwie so, dem ist das so ein bisschen egal. Und als letztes, was gerade in den Mückenregionen voll praktisch ist, ist so ein kleiner Mückenbuzzer. Und da sind 2 Knöpfe drauf und der macht dann vorne so eine kleine Stelle warm. Und dann kann man, wenn jemand einen Mückenstich hat, sich den Mückenstich suchen und dann einmal den starten und dann leuchtet die LED auf und dann brutzelt er den weg. Tut ein bisschen weh, aber immer noch besser, als wenn der Mückenstich die ganze Zeit Und es funktioniert halt wirklich. Ich krieg sonst immer solche Pusteln und seit wir das Ding haben, sind meine Arme nicht mehr blutig und aufgekratzt. Und was ich noch unbedingt zeigen will, wir haben nämlich eigentlich noch eine 11. Sache, aber die durfte ich nicht mit auf die Liste setzen, weil ich ganz genau wusste, dass Steffen Nein sagt. Das ist eine Disco-Kugel. Ja. Ach komm, also die ist schon praktisch. Okay, dann erzähl doch mal, wie häufig wir die schon benutzt haben. Einmal. Und ist sie da gut angekommen? Ich glaube schon. So ein Schwachsinn. Oh, Wieso leuchtet das, wenn man es dreht? cool, oder? Ich sag doch, das Ding ist cool. Das ist ja irre. Du musst dann ja so viel induzieren, die Licht, das ist dann... Das ist ja irre. Das Ding ist der Hammer. Das ist ja cool. Also das wusste ich noch nicht. Dann kann man damit sogar Strom produzieren, nicht so übertrieben. Das waren 10 bzw. 11 kleine praktische Dinge aus unserem Bus. Falls ihr auch noch irgendwelche praktischen Dinge im Bus habt, die wir vielleicht nicht erwähnt haben, freuen wir uns über Kommentare und auch ansonsten freuen wir uns über jede Art von Feedback. Wir haben auch noch mehr Videos über diese Reise und über unseren Bus gemacht. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder auf unserem YouTube-Channel.